Willkommen zu einer neuen Folge von Alltag Deutsch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, hallo auch von mir. Bis Tag 60 haben wir gemeinsam das Niveau A2 geschafft. Genau, und jetzt sind wir mitten im B1-Level. Heute ist Tag 88, Teil 1. Und wie jeden Tag schauen wir uns 15 wichtige Wörter an. Also Wörter, die man im Alltag auch wirklich benutzen kann. Absolut. Und damit das Üben noch besser klappt, gibt es ja zu jeder B1-Lektion auch ein extra Fragevideo zur Mini-Story. Stimmt, da könnt ihr dann laut antworten und hört direkt danach die richtige Lösung. Das ist wirklich eine super Übung fürs Sprechen. Ja, total. Und für die Aussprache, da empfehlen wir euch auch heute wieder die Shadowing-Methode. Also einfach einen Satz hören, kurz stoppen, laut nachsprechen und dann weitermachen. Das hilft wirklich enorm, um ein Gefühl für den Satzbau und die Melodie zu bekommen. So, und unser heutiges Thema ist eines, über das, glaube ich, fast jeder gerne redet. Filme und Serien. Oh ja. Wir lernen Wörter für Genres, die Produktion und natürlich, wie man über einen Film spricht. Das wird sicher nützlich. Also bleibt unbedingt bis zum Schluss dran. Genau, denn am Ende gibt's wieder unsere Mini-Story, in der alle neuen Wörter vorkommen. So seht ihr die Vokabeln direkt im Kontext. Genau. Starten wir mal mit dem Vokabular. Ich würde sagen, wir fangen mit ein paar Nomen an. Das sind so die Grundbausteine für jedes Filmgespräch. Okay, und das erste Wort ist wahrscheinlich das Allerwichtigste überhaupt. Ich meine, ohne das gibt's keinen Film. Da hast du recht. Du sprichst von der Handlung. Exakt. Also die Handlung ist im Grunde die Geschichte eines Films, die Abfolge von Ereignissen. Was passiert von Anfang bis Ende? Im Englischen ist das Plot oder Storyline. Genau. Wenn jemand fragt, worum geht's denn in dem Film, dann will er die Handlung wissen. Eine gute Handlung ist oft der Schlüssel, aber manchmal... Manchmal ist sie auch ganz schön kompliziert. Ja. Da passt der Beispielsatz gut. Die Handlung des Films war sehr kompliziert. Ich musste mich wirklich konzentrieren. Das kenne ich, vor allem bei so manchen Thrillern. Und wer erweckt diese Handlung zum Leben? Das sind natürlich die Schauspieler. Und dafür haben wir einen etwas, formelleren Begriff, oder? Richtig. Wir haben hier das Wort der Darsteller. Der Darsteller. Genau. Der Darsteller oder die Darstellerin. Das ist einfach der professionelle Begriff für eine Person, die eine Rolle spielt. Man liest das oft in Kritiken. Auf Englisch wäre das Actor oder Performer. Verstehe. Also man hat den Hauptdarsteller, die wichtigste Rolle und dann eben die Nebendarsteller. Und wenn jemand seine Arbeit richtig gut macht, könnte man sagen, der Hauptdarsteller hat hervorragend gespielt. Genau. Und wenn eine Geschichte nicht nach 2 Stunden vorbei ist, sondern Immer weitergeht. dann brauchen wir unser nächstes Wort. Besonders wichtig für alle Serienfans. Oh ja, Die Staffel. die Staffel. Eine Staffel ist quasi ein Teil einer Serie. Ein Block aus mehreren Episoden. Im Englischen ist das Wort zum Glück sehr ähnlich. Season. Und dieses schreckliche Gefühl, wenn eine gute Staffel zu Ende geht und man wieder warten muss. Ein ganzes Jahr. Furchtbar. Deswegen passt dieser Satz so gut. Ich warte schon gespannt auf die neue Staffel. Das Warten kann echt hart sein. Innerhalb von so einer Episode gibt es dann ja ganz viele kleine Einheiten. Das bringt uns zum Wort... Die Szene. Richtig. Eine Szene ist ein kurzer Abschnitt in einem Film, der an einem Ort und zu einer bestimmten Zeit spielt. Wenn der Ort wechselt, Beginnt eine neue Szene. genau. Im Englischen auch hier ganz einfach. Scene. Und manche Szenen, die bleiben einem ja ewig im Kopf, weil sie besonders lustig oder spannend waren. Man könnte zum Beispiel über den Drehort sprechen und sagen, diese Szene haben sie in Berlin gedreht. Stimmt, das ist immer cool, wenn man einen Ort wiedererkennt. Und für wen wird das alles gemacht? Für die Leute vor dem Bildschirm. Unser nächstes Wort ist der Zuschauer. Genau, der Zuschauer oder die Zuschauerin, also jede Person, die sich einen Film oder eine Serie ansieht. Die englische Übersetzung ist Viewer. Und wenn man die ganze Gruppe meint, die Menge, sagt man auch Audience. Richtig. Das Ziel ist natürlich, viele Zuschauer zu begeistern. Ein Satz, den jeder Produzent lieben würde, wäre, der Film hat viele Zuschauer begeistert. Das ist der Traum, ja. Und wer hat die kreative Vision hinter all dem? Die Person, die alles zusammenhält? Das ist unser letztes Nomen für heute. Der Regisseur. Oder die Regisseurin, natürlich. Natürlich. Der Regisseur ist die Person mit der künstlerischen Leitung. Er oder sie trifft die kreativen Entscheidungen. Im Englischen ist das Director. Es gibt ja Leute, die sind riesige Fans von bestimmten Regisseuren, weil die so einen eigenen Stil haben. Da könnte man bei einem Filmabend fragen, kennst du den Regisseur dieses Films? Ja, genau. So, das waren die Nomen.
Jetzt haben wir sozusagen die Leute und die Bausteine. Kommen wir zu den Verben. Also zu dem, was getan wird. Die Tätigkeiten. Ein Film muss ja erstmal gemacht werden. Das bringt uns zum Verb produzieren. Genau. Produzieren heißt, einen Film oder eine Serie herzustellen. Also das Geld besorgen, das Team organisieren, das ganze Projekt managen. Auf Englisch to produce. Und die Perfektform? Die ist ganz regelmäßig. Hat produziert. Und das machen ja heute nicht mehr nur die klassischen Filmstudios. Stimmt. Man hört oft den Satz, Netflix produziert viele eigene Serien. Absolut. Wenn der Film dann fertig ist, muss er oft für ein internationales Publikum vorbereitet werden. Da kommt unser nächstes Verb ins Spiel. Synchronisieren. Synchronisieren bedeutet, den Originalton, also die Originalstimmen, durch eine Version in einer anderen Sprache zu ersetzen. Also neue Schauspieler sprechen die Dialoge ein. Richtig. Im Englischen sagt man dazu to dub. Die Perfektform ist hat synchronisiert. Und das ist ja in Deutschland ein riesiges Thema. Man kann sagen, in Deutschland werden fast alle Filme synchronisiert. Ja, das stimmt. In vielen anderen Ländern schaut man ja lieber im Original mit Untertiteln. Stimmt. Wenn der Film dann fertig und synchronisiert ist, wartet die ganze Welt auf diesen einen Moment. Auf die Veröffentlichung. Das ist unser nächstes Verb. Veröffentlichen. Genau, veröffentlichen heißt etwas der Öffentlichkeit zum ersten Mal zugänglich zu machen. Man spricht ja auch oft vom Release. Die englische Übersetzung ist daher auch to release oder to publish. Die Perfektform lautet hat veröffentlicht. Und dieser Termin ist ja immer ein großes Ereignis. In einer Filmankündigung würde dann stehen, der Film wird nächsten Monat veröffentlicht. So ist es. Aber davor liegt natürlich die eigentliche Arbeit am Set, das Filmen selbst. Das Verb dafür ist drehen. Drehen bedeutet im Filmkontext, die Szenen mit einer Kamera aufzunehmen. Also die eigentliche Drehphase. Auf Englisch sagt man To shoot oder to film. Die Perfektform ist Hat gedreht. Und manchmal sieht man das ja sogar in der eigenen Stadt, wenn eine Straße gesperrt ist. Dann könnte man sagen, Sie drehen gerade einen Tatort in der Stadt. ja, der Tatort, die berühmteste deutsche Krimiserie. Absolut. Unser letztes Verb beschreibt, wie eine Sendung zu uns nach Hause kommt. Besonders bei Live-Events. Das Wort ist Übertragen. Übertragen heißt, eine Sendung im Fernsehen oder Radio zu senden. Oft live, also genau in dem Moment, in dem es passiert. Das englische Wort ist To broadcast. und die Perfektform ist hier unregelmäßig. Hat übertragen. Das ist typisch für große Sportevents oder Preisverleihungen. Genau. Zum Beispiel Die Oscar-Verleihung wird live übertragen. Perfekt. So, jetzt haben wir Nomen und Verben. Jetzt fehlt noch was Wichtiges. die Adjektive. Wie wir unsere Meinung sagen, wie wir einen Film bewerten. Exakt. Und ein sehr nützliches, positives Wort ist unterhaltsam. Wenn etwas unterhaltsam ist, macht es Spaß und die Zeit vergeht schnell. Im Englischen wäre das entertaining. Ja, manchmal will man nach einem langen Tag ja auch einfach nur was Leichtes schauen. Da passt der Satz, die Komödie war sehr leicht und unterhaltsam. Sehe ich auch so. Das Gegenteil von leicht und lustig wäre dann vielleicht unser nächstes Adjektiv. Dramatisch. Dramatisch beschreibt etwas, das voller starker Emotionen und Spannung ist. Es geht um ernste Themen. Das englische Wort ist hier ja sehr ähnlich. Dramatic. Richtig. Viele Serien arbeiten ja mit so dramatischen Momenten, um die Zuschauer zu fesseln, besonders am Ende einer Staffel. Der berühmte Cliffhanger. Genau der. Da würde man sagen, das Ende der Serie war sehr dramatisch. Wenn uns etwas aber nicht nur gut gefallen hat, sondern wir es absolut spitze fanden, brauchen wir ein stärkeres Wort. Zum Beispiel Hervorragend. Hervorragend ist ein anderes Wort für exzellent oder herausragend. Es ist wirklich die höchste Stufe der Anerkennung. Auf Englisch outstanding oder excellent. Und das kann man ja für alles Mögliche benutzen. Die Darsteller, die Musik oder auch die technische Qualität. Zum Beispiel? Die Qualität des Bildes ist hervorragend. Ja, absolut. Und unser letztes Adjektiv für heute beschreibt die Verbindung zur Realität. Das Wort ist realistisch. Realistisch bedeutet, etwas wirkt so, als könnte es in der echten Welt passieren. Es fühlt sich authentisch an. Das englische Wort ist wieder fast gleich. Realistic. Das ist oft ein Ziel von Filmen, die auf wahren Geschichten basieren. Aber es kann auch in fiktionalen Filmen sehr wirkungsvoll sein, um zum Beispiel die Härte einer Situation zu zeigen. Ein Beispielsatz wäre, der Kriegsfilm wirkte sehr realistisch und hart.
Uff, ja. Das waren sie, unsere 15 Wörter. Ein super Paket, um über Filme und Serien zu sprechen. Und wenn euch unser tägliches Lernformat hier hilft, dann unterstützt uns doch gern mit einem Abo und einem Daumen nach oben. So bleibt ihr motiviert und lernt jeden Tag mit uns weiter. Genau, wir freuen uns wirklich über eure Unterstützung. Und jetzt, wie angekündigt, kommt unsere Mini-Story. Da sind alle 15 Wörter drin versteckt. Hört also gut hin. Lisa und Tom wollen einen gemütlichen Filmabend zu Hause machen. Zuerst überlegen sie, ob vielleicht ein wichtiges Fußballspiel live im Fernsehen übertragen wird. Aber es läuft nichts Interessantes. Also suchen sie nach einem guten Film. Tom findet einen neuen Actionfilm, der gerade erst veröffentlicht wurde. Lisa ist aber skeptisch. Sie hat online gelesen, dass die Handlung ziemlich unlogisch sein soll. Außerdem spielt ein Darsteller mit, den sie überhaupt nicht mag. Sie hat gehört, der Film sei extrem dramatisch und eine bestimmte Szene sei so brutal und realistisch gefilmt, dass viele Zuschauer richtig schockiert waren. Obwohl ein sehr berühmter Regisseur den Film gemacht hat und er in Japan gedreht wurde, möchte Lisa ihn einfach nicht sehen. Nach langer Suche finden sie eine Alternative, eine kleine deutsche Komödie. Sie wurde von einem unabhängigen Studio produziert und die Kritiken sind hervorragend. Alle schreiben, der Film sei unglaublich unterhaltsam. Da es eine deutsche Produktion ist, müssen Sie sich keine Sorgen machen, ob er gut synchronisiert wurde. Er ist ja im Original. Und da es ein einzelner Film ist, müssen Sie auch keine vorherige Staffel einer Serie kennen. Sie entscheiden sich für die Komödie, machen Popcorn und haben einen wunderbaren, lustigen Abend. Und, habt ihr alle Wörter in der Geschichte wiedergefunden? Sie waren alle drin und haben hoffentlich eine klare Geschichte erzählt. Ja, das hoffe ich auch. Schreibt doch gern mal eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. So übt ihr aktiv weiter. Beschreibt doch mal einen Film, den ihr kürzlich gesehen habt, mit 3 von unseren neuen Adjektiven. Das ist eine tolle Idee. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Das motiviert uns wirklich sehr. Morgen geht es dann weiter mit dem Thema Datenschutz und Privatsphäre. Auch ein sehr wichtiges Thema im Alltag, gerade in der digitalen Welt. Absolut. Bis morgen. Tschüss und macht's gut.